Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU22. Ich glaube das zweite Video oder das dritte, ich weiß gar nicht ganz genau, zu dem Server. Also so viel haben wir bisher noch gar nicht dazu gemacht. Wir haben uns den Server angeschaut, als er rauskam und als hier der Rekord gebrochen worden ist von Tag 1. Und ja, seitdem her haben wir tatsächlich gar nicht mehr hier großartig weiter reingeschaut. Ich bin jetzt in der Gilde Night Raid. Ja, eine neue Gilde, in der ich gejoint bin, einfach so aus Zufall per Gildenfinder-Funktion, denn die Gilde davor ist über Nacht tatsächlich zerbrochen. Innerhalb von, keine Ahnung, 8 Stunden haben, glaube ich, so um die 35, 40 Member die Gilde verlassen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer ganz gechillten Gilde drin hier und ja, versuchen da auf jeden Fall dann auch ein bisschen auszuhelfen, solange ich hier auf dem Server verweile. Ja, ansonsten, warum sind wir hier auf EU22? Wir gucken uns ein bisschen den Server an und es gibt neue Rekorde, die wir verbuchen können. Und zwar haben wir jetzt hier mittlerweile knapp 28.000 Spieler drauf. Ja, EU22 war zu erwarten, nicht der große Hype-Server, aber trotzdem ein paar Rekorde. Damit war zu rechnen. Wir haben hier Kovo auf der 1 mit 265 und dann noch, na gut, obwohl, momentan gerade wieder AMR vorne. Es ist wirklich spannend zu sehen. Ich hatte jetzt die letzten Tage nicht in die Liste geschaut, aber Kovo war jetzt auch ziemlich häufig immer sehr weit vorne vom Level her, aber AMR auch wieder mit Stufe 270 lässt sich nicht lumpen. Generell muss man sagen, dass für die Zeit, die der Server jetzt online ist, das schon extrem kranke Stufen sind. Also das kann man nicht anders sagen. 270 ist auch schon wirklich eine Hausnummer und es gibt auch viele andere Spieler hier auf dem Server, die auch schon ähnlich weit sind. Das darf man auch nicht vergessen hier zu beobachten. Also das sieht hier auch nicht schlecht aus bei den anderen Leuten. Ja, also es sind hier viele in diesen 200er Bereichen auf jeden Fall drin. Ist nicht verkehrt. Wenn wir uns den Elevator anschauen, wird natürlich dann ersichtlich, welche Gilde vorne ist. Forever 22 ist vorne, Reapers dahinter und Essence dann auf der 3 und dann ist erstmal ein kleiner Abstand bis zum Polarni Express. Genau, so sieht das Ganze aus. Aber wir haben auch, und deswegen sind wir eigentlich hier, neue Rekorde auf dem Server. Beziehungsweise einen neuen Rekord, und zwar von Kovo. Und zwar haben wir hier einmal den Jack the Hammerer Rekord mit dem Kundschafter auf EU22 und zwar innerhalb von 6 Tagen. Das ist natürlich heftig und ja, GZ auf jeden Fall auch an der Stelle. 6 Tage für Jack the Hammerer ist auf jeden Fall nicht verkehrt als Kundi. Und wir haben auch noch andere Rekorde, allerdings auf anderen Servern. Und zwar haben wir hier den guten Deadeleist, der Marv besiegt hat als Nekromant auf S20 und das hat ihn ganze 99 Tage gebraucht. Auch sehr, sehr stark. Der davorherige Rekord war auch von Kovo mit 150 Tagen. Also extrem, extrem, extrem unterboten das Ganze hier. Liegt vielleicht auch natürlich ein bisschen am neuen Equipment. Und dann haben wir hier einmal auch noch einen neuen Rekord auf EU20 und zwar Imbiss 69. Ja, hat hier das schnellste Dämonenportal gefinisht als Gilde sozusagen und zwar innerhalb von 97 Tagen. Was vorher der Rekord von Royal Guard war mit 114 Tagen. Also die Rekorde, die flattern jetzt hier hin und her. Mit dem neuen Toiletten-Update ist natürlich auch einiges passiert hier auf dem Server, beziehungsweise generell in Shakes and Fidget. Es kamen davor auch schon viele Rekorde rein, die auch schon auf anderen Servern gebrochen worden sind, die mit dem neuen Update natürlich dann auch einhergehen. Und ja, das ist natürlich... Ja, stellt natürlich vieles in den Schatten und es war auch zu erwarten, dass hier auf dem Server natürlich auch sowas Ähnliches passieren wird. Mal gucken, wann die ersten Leute hier Stufe 300 knacken. So, das ist noch ein kleines bisschen hin, aber ja, mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde das hier auch noch des Weiteren beobachten. Wir haben ja jetzt auch nach wie vor noch hier den Schlussverkauf, ne? Und noch XP und Gold-Event. Achso, übrigens, für die Leute, die gestern das Video nicht gesehen haben sollten, so wo ich jetzt gerade den Schlussverkauf hier sehe, es läuft weiterhin auch immer noch das Summer-Paket-Giveaway, beziehungsweise die 100 € Paysafe-Card, die ich verlose.
in Wert ja, von 3.870 Pilzen. Wir haben ja jetzt auch 25% Aktion, also da auf jeden Fall ganz nice. Wer es nicht gesehen haben sollte, einfach auf das Video von gestern klicken. Ihr habt noch bis Samstag Zeit, dort teilzunehmen. Und schreibt hier einfach dann einen Kommentar unter dem Video und dann nehmt ihr auch hier schon automatisch dran teil. Ne? Also falls ihr das vergessen haben sollt oder nicht gesehen habt, es läuft noch ein Giveaway bis Samstag 15 Uhr und da könnt ihr euch eintragen. Einfach ja, hier auf das Video von gestern gehen. Ne? Genau, das ist das hier. Und dann könnt ihr euch da eintragen und habt noch die Chance dann auf 100 € Paysafe-Card. Ne? Dankeschön auf jeden Fall an alle Leute, die dran teilnehmen. Ist immer noch so ein bisschen mein kleines Zurückgeben dafür, dass ihr immer so fleißig den Creator-Code nutzt. Deswegen vielen, vielen lieben Dank und viel Erfolg auf jeden Fall jeden Einzelnen, der da teilnimmt. Ne? Wie gesagt, ansonsten genau, gibt es halt am Samstag auch ganz viele Pilzcodes im Livestream zu gewinnen, der ab 14 Uhr startet, deswegen da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Dort werden wir auch ein bisschen den Account hier noch auf Vordermann bringen am Samstag. Ja, da werden wir ein bisschen Epic-Event pushen und ein bisschen den Account hier vorantreiben, ein bisschen neu equippen. Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar neue Epics, die wir uns noch beschaffen müssen, damit wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Da hängen wir jetzt momentan gerade so ein bisschen fest hier beim Vulkangeist. Und ja, da fehlt uns einfach dann halt eben neues Equipment. Und dann sind wir auch schon kurz davor, den nächsten Dungeon, die Pyramide des Wahnsinns, freizuschalten. Und wenn wir die freischalten, dann ist Feuer frei. Dann können wir auf jeden Fall gute Level pushen, weil der Dungeon ist auch immer so komplett free einfach. Der Dungeon ist hier wirklich geschenkt immer. Ja, erstmal kriegt man den im Waffenladen freigeschaltet, man muss nicht mal Expedition machen. Und dann sind Etage 1 bis 10 auch so easy machbar. Deswegen, ja, ich denke mal, da brauchen wir nicht großartig Mühe, da durchzukommen. Ansonsten, ja, wie läuft es für mich auf dem Server hier? Also ich spiele wirklich extrem entspannt, ne? Und push hier halt jetzt einfach so lange, wie mir der Server jetzt noch so ein bisschen Spaß macht, das Early Game Spaß macht. Weil, ja, wie gesagt, EU22 ist jetzt in dem Sinne nichts Besonderes von dem Server her, aber es war halt einfach interessant durch die ganzen Gegebenheiten, die wir jetzt hatten. Elevator, wir haben ja jetzt doch irgendwie mehr oder weniger das Sommersammelsurium gehabt, dadurch, dass das welche hatten und manche nicht, haben halt trotzdem welche so einen Lecci-Stein bekommen, was natürlich dann auch nochmal einiges ausgemacht hat. Also es sollte auf jeden Fall Sommersammelsurium sein. Manche haben es bekommen, manche nicht. Ich habe es ja nicht bekommen, deswegen habe ich einen Stein erhalten als Wiedergutmachung sozusagen. Den habe ich momentan auch noch gerade in der Waffe drin, konnte dadurch auch ein bisschen pushen. Aber ja, genau. Deswegen, das war ja hier auch auf dem Server, dann Elevator, dann Toilette. Ne? Also es sind auf jeden Fall viele gute Gegebenheiten da gewesen, um halt eben Rekorde zu knacken. Und deswegen war der Server für mich auch so interessant, das Ganze mal mit zu verfolgen und zu beobachten. Und ja, am Ende des Tages haben wir ja auch ein paar Rekorde gesehen, ne? Mehr oder weniger. Also ja, den Tag 1 Rekord bisher und halt eben jetzt den Kundschafterrekord für Jan der Hämmerer. Und mal gucken, was wir sonst noch so auf dem Server hier großartig sehen werden. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Ansonsten mache ich hier heute, glaube ich, erstmal noch nicht allzu viel auf dem Account. Wie gesagt, ich werde heute erstmal noch ein bisschen pushen. Nicht pushen, Alu spielen und morgen dann, denke ich mal, pushen, wenn wir uns neu equipped haben. Heute machen wir dann noch ein bisschen chilliger und dann werden wir morgen dann ein paar Level machen, dann auch alles live im Stream und genau, so sieht es momentan gerade aus hier. Ja, ansonsten, ja, werden wir schauen, was hier der Server noch für uns bereithält. Und ob wir hier noch mehrere Rekorde sehen werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass doch relativ viele Spieler jetzt schon über 200 sind. Ich hätte gedacht, das werden dann deutlich weniger, aber wir haben ja jetzt auch mittlerweile schon die erste Woche des Servers, also von daher, ja, kann man da auch das schon erwarten. Wir haben es jetzt nochmal, das zweite Event ist jetzt mittlerweile auch schon wieder angelaufen. Die Leute haben jetzt mittlerweile das zweite Epic-Event auf dem Server, also von daher ist okay. Wir haben jetzt das zweite Mal auch hier auf dem Server Glanzparade XP-Event. Ne? Insgesamt jetzt, glaube ich, schon das dritte Wochenende in Folge. Also das läuft auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ne? Da kann man sich auch einige Stat-Punkte farmen und ja, genau. So, bis dahin soll es erstmal soweit von mir heute gewesen sein. Ja, wir sehen uns heute Abend nochmal ansonsten kurz im Livestream, ansonsten morgen um 14 Uhr auf jeden Fall dann auf Twitch.
ne, mit einem dicken XXL-Kochstream und vielen Pilzcodes. Und ansonsten am Samstag um 15 Uhr wird dann auch der Gewinner von dem Giveaway hier auf YouTube dann ausgelost. Ne? Bis dahin war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.